How can I go on when you leave me, baby? Fall in love, go straight to your heart and your soul, losing control. Rebecca, ich will für das Finale genau das Modell Kate, sonst nichts. Das ist LCL und es ist endlich mal wieder ein Brautkleid. Jetzt musst du ihr die Wahrheit sagen, Rebecca. Alles andere wäre doch geistiger Diebstahl. Ich meine, was würdest du tun, wenn jemand einen deiner Entwürfe klaut und als sein ausgibt? Du kannst das nicht machen. Schön, dass du dich mit Emilio wieder versöhnt hast. Ihr hättet ja auch beide hier wieder einziehen können. Aber das ist nur für den Übergang, bis wir eine gemeinsame Wohnung haben. Weißt du, wenn wir uns die schon hätten leisten können, dann wäre das alles nie passiert. Und jetzt zu Kim zu rennen, einfach nur um mein schlechtes Gewissen zu erleichtern, das wäre das allerletzte. Gehört das nicht dir? Leugnen ist zwecklos. Emilio hat mir alles gebeichtet. Es tut mir so wahnsinnig leid. Ich wollte nicht mit einem Mann schlafen. Ihr habt wirklich miteinander geschlafen? Es tut mir wahnsinnig leid, Kim. Wie gesagt, ihr hattet diesen schrecklichen Streit und da vieles... Und du hast deine Chance genutzt? Die tralle Trösterin oder was? Nein, es ist einfach so passiert. Wirklich, wir wollten das nicht. Kleine, miese Schlampe. Ihr habt ja auch schon eure Headsets. Schön. Also, euer Kanal ist Kanal 7. Kim? Was hat sie denn? Kanal 7. Wir sollten uns jetzt wirklich langsam um das Mitarbeiter-Catering kümmern. Ich weiß, aber wir müssen noch auf Kim und die Chili-Paste warten. Ja Gott, wach. Ist alles gut für das Buffet für oben? Ja, das ist ja alles vom Schneiders servierfertig angeliefert worden. Ist gut. I really thought I was okay. I really thought I was just fine. But when I woke this time, Pass doch auf! there was nothing to take me back. Scheißkinder. Take you off my mind. Hey, das ist Kims persönlicher Assistent. Wenn ihr eine Nachricht für meine Chefin habt, sprecht jetzt. Hallo, Schatz, du hast mich gerade versehentlich weggedrückt. Wahrscheinlich hast du auch enorm viel Stress wegen der Modenschau, aber ich brauche die Chili-Paste hier. Wirklich, ohne dich bin ich verloren. Ja? Ist besetzt. Ah, hast du gecheckt, ob das Equipment verladen wurde? Was? Ich bin die Frau mit der Liste. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn später irgendwas fehlt. Und schau. Ich pack das jetzt nicht. Danke und bis gleich. Hast du Lampenfieber? Du musst doch gar nicht auf den Laufsteg. Ah, hast du Kim gesehen? Was? Sag ihr, dass ich auf gar keinen Fall ihre Arbeit übernehmen werde, ja? Oh, Emilio, geh ran. Mann, wo sind denn die Frikadellen von gestern? Maxi schläft. Da. Ah, super, da drunter. Also wenn man der Presse Glauben schenken darf, dann gibt's in der Welt nichts Wichtigeres als die LCL-Modenschau. Ist mir sowas von egal. Ich gehe mit Bella kickern. Da gibt's die Hoffnung echt nie auf. Nee. Sag mal, hat irgendjemand vielleicht mein Telefon gesehen? Ja, hier. Was ist denn los? Ah, okay. Wolltest du dich nicht noch mal hinlegen vor deiner Schicht? Ja, aber ich finde irgendwie keine Ruhe. Das ist eine ziemlich komplizierte OP. Eine nahezu zugepfropfte Aorta. Also den Mann trennen ein paar Mikromillimeter von einem Schlaganfall. Wie kommt's? Indem man sich mit Cholesterinbomben vollstopft. So wie Andi. Na, hör mal, ich bin fit, durchtrainiert. Ich habe immer noch mein Sixpack.
Also wenn du so weitermachst, dann sieht dein Sixpack in ein paar Jahren aus wie ein One-Pack. Komm, ihr tut ja gerade so, als ob ich mich nur von Fett und Pommes ernähre. Du ernährst dich nur von Fett und Pommes. Ich bin 30. Also der Mann, den wir heute operieren, ist letzte Woche 32 geworden. Der Mann ignoriert die Risiken so lange, bis es zu spät ist. Wann weiß man, wie hoch so ein Risiko ist? Ja, entweder man misst die Blutwerte oder man überschlägt das. Wenn man jetzt Lebenswandel, Essverhalten und so weiter analysiert, dann kann man das ziemlich präzise ausrechnen. Na, dann rechne mal. Sicher? Ja, wer Angst vor Zahlen hat, der hat Angst zu leben. Das Finalkleid an diese Stange, ja? Ich habe gerade mit Kate telefoniert. Hey, jetzt guck nicht so. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass du beinahe ihren Entwurf als deinen aus dem Laufsteg geschickt hättest. Hey, am besten wir vergessen die Sache ganz schnell. Du hast dich rechtzeitig umentschieden und nur das zählt. Was ist denn los? Tanja hat fies reagiert, habe ich recht? Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Was? Aber sie muss doch Marlene, wissen. wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen. Aber es ist zu spät. Du willst es also wirklich darauf ankommen lassen und Kates Kleid als deines ausgeben? Was ich will, das zählt jetzt nicht mehr. Jetzt geht's um LCL, weißt du, um das große Ganze. Und eine Show ohne angemessenes Finalkleid ist keine Show. Da bist du. Ich war noch kurz oben und habe kontrolliert, ob wir Eis dabei haben. Gut, dann können wir jetzt. Komm. Was ist? Ich glaube, ich bin krank. Nicht heute. Doch, ich glaube, ich sollte besser nach Hause gehen und mich ins Bett legen. Martha, vergiss es. Was ist los? Ich pack das nicht. Wo seid ihr denn? Wir rufen ein Taxi. Und wo ist Kim? Also? Martha, was ist los? Ich fühle mich wirklich krank. Mir geht's nicht gut. Martha? Kim weiß Bescheid. Mit Emilio. Okay. Können wir jetzt bitte? Ich habe dir gerade gesagt, warum ich nicht kann. Kim bringt mich um. Ich brauche dich. Der Rest ist mir wurscht. Das ist sehr charmant. Es geht nicht. Scheiße, du gehst mir auf die Nerven! Heute ist meine erste große Kollektion. Du wolltest meine Assistentin sein. Ich brauche jetzt eine Assistentin. Verstehst du? Ja. Kim darf davon nichts erfahren. Wovon darf ich nichts erfahren? Was habe ich gemacht? Das ist Emilios Shirt. Nein. Ja. Also ja, es ist heute Morgen. No Limits, da Kaffee, weißt du, wieder, also Kaffee auf Bluse, das musste man dann Sei bitte vorsichtig damit, okay? Das Shirt habe ich Emilio nach dem letzten Konzert der Dripping Animals gekauft. Und ich kann sehr ungemütlich werden. Jessica, was gibt's? Was es gibt? Och, nichts Besonderes. Nur, dass heute die wichtigste Modenschau des Jahres stattfindet und Rebecca mich löchert, wo du schon wieder steckst. Ich hatte noch kurz was zu tun. Ich bin gleich wieder bei LCL, ja? Zu spät. Kannst du dir sparen. Wir sind alle auf dem Weg nach Königsbrunn. Komm dahin und zwar pronto. Das heißt pronto. Ich nehme ein Taxi.
Das kannst du nicht machen. Das ist Diebstahl. Und wenn du das tust, dann kannst du dir nie wieder in die Augen schauen. Wenn ich es nicht tue, dann stehe ich als Versagerin da. Mann, ich habe alles getan. Weißt du, ich habe mir die Nächte um die Ohren gehauen. Tanja aber nichts gut genug. Mensch, Rebecca, das kann doch nicht die Lösung sein. Das ist, als hätte ich auf der Bühne gestanden und jemand anders hätte für mich das Playback gesungen. Ja, sowas soll es geben. Du klaust die Idee von jemandem, der sich dir anvertraut hat, damit du ihm einen Rat gibst. Rebecca, sowas geht einfach nicht. Mann, Tanja hat sich für das Kleid entschieden. Ja, aber du hast zugelassen, dass sie denkt, dass es von dir ist. Jetzt ist zu spät. Ich habe den Moment verpasst. Zu spät ist es erst, wenn dieses Kleid da draußen auf dem Laufsteg ist und alle Welt es sieht. Ihr könnt immer noch einen von Juris Entwürfen für das Finale nehmen. Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Soweit ist es also gekommen mit der Konkurrenz. Du bist bereit, dich mit fremden Federn zu schmücken, nur um die Nummer 1 zu sein? Herr Mosch! Ich hatte schon kurzzeitig befürchtet, Sie würden Königsbrunn jetzt meiden. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Polizei Wind von unserer kleinen Party bekommen hat. Vor denen haben Sie mich hier ganz hervorragend bewahrt, durch diese abenteuerliche Flucht, durch diesen Geheimgang. Nicht? Ja, ich konnte doch nicht zulassen, dass unser potentester Großkunde Ärger wegen solchen Petitessen bekommt. Ich bin da mal gespannt, was Ihre Designer aus dem Hut zaubern werden. Als ich Lottis Bericht gelesen habe, habe ich fast gedacht, sie hat sich von Ihnen kaufen lassen. Aber mein lieber Herr Mosch, das haben wir doch gar nicht nötig. Willkommen zurück auf Königsbrunn. Dankeschön, ja, Dankeschön. Sagen Sie mal, spielen Sie Poker? Es gibt Freunde von mir, die überhaupt nicht jetzt erfunden. Na, wunderbar. Dann würde ich Sie gerne morgen zu mir zu einer kleinen privaten Runde einladen, um mich für die Einladung bei Ihnen zu revanchieren. Sie verstehen, was ich meine? Da komme ich doch nur zu gern. Mit Begleitung. Sehr schön, weißt du. Also, wie gesagt, das Motto unserer Show ist Fashion Fight. 2 Designer, 2 Modelinien, 2 Welten, die aufeinander prallen. Glauben Sie, dass Sie mit diesem Label in einem neuen Marktsegment Fuß fassen können? Ja, aber unbedingt. Wie wollen Sie verhindern, dass Sie als Kraus- und Rübenmarke wahrgenommen werden? Indem wir genau diesen Bruch betonen. Unsere ganze PR-Kampagne wird genau darauf abgestimmt sein. Meinen Sie mal, ich könnte einen kleinen Blick vorab auf die Kollektion werfen? Ja, Sie es niemandem verraten. Fangen wir mit der klassischen Linie an? Gerne. Wie du den wieder in die Spur gekriegt hast. Respekt. Damit kommst du sowieso nicht durch. Kate wird ihr Kleid in irgendeiner Modezeitschrift sehen und dann gibt's einen Riesenskandal. Ach, mit der kann man doch bestimmt reden, weißt du? Oder ihr Geld bieten. Viel Geld. Rebecca, Kate ist nicht so. Rebecca von Lahnstein kennen Sie bereits, oder? Ah, the next generation. Ich bin ein glühender Verehrer Ihrer Kunst, Frau von Lahnstein. Vielen Dank. Herr Mosch, schauen Sie sich doch schon mal ein bisschen um. Ja. Rebecca, wo ist denn das Finalkleid? Sie werden es lieben, Herr Mosch. Es ist umwerfend. Nein! Nein? Sag, spinnst du? Hast du irgendein Problem? Rebecca wird dir das Problem gleich erklären. Vergiss bitte den Alkohol nicht. Hey, komm, das eine Feierabendbier ist ja wohl nicht der Rede wert. Das sind ja wohl eher 2 oder 3. Auf einem Bein und so. Am Wochenende bist du dann wohl eher als Sechsbeiner unterwegs. Sechsbeiner? Nee, auf einem Bein steht man schlecht. 3 mal 2 Tage, Sixpack, ergo Sechsbeiner. Komm, Freitag und Samstag will man ja wohl ein bisschen Spaß haben, bevor der Montag einen wieder an den Eiern hat. Das ist doch ganz logisch. 3 mal 2. Sag mal, wie lange machst du das jetzt mit dem Feierabendbier schon? Tja, auf dem Bau bin ich so 10, 12 Jahre. Also das macht im Schnitt 1,2 Liter. Das sind mal 365 mal 10, also 3650. Das ist Moment 43,8 Hektoliter. Hektoliter? Ein Bier hat ca. 400 Kalorien. Korrekt. Na und? Also es sind dann 4.380 mal 400 in 10 Jahren. Das sind 1.752.000 Kalorien. Also jetzt rechnen wir noch Chips, die Pommes, die Frikadellen, die Burritos, Weizenmehlpizza und was du dir sonst noch alles reinstopfst dazu für den Cholesterinspiegel. Ah, die Calamari Fritti nicht zu vergessen, die du mittwochs immer bei Luigi holst. Es ist ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Andi, du musst darauf achten, dass du für die Damenwelt interessant bleibst. Ey, stopp mal eben, Leute. Tristan ist vielleicht reicher als ich, aber ich bin doch eindeutig sportlicher.
Was genau hat Tristan mit deinem Cholesterinspiegel zu tun? Also, Kohle kann ja vielleicht mal eine Zeit lang ganz lustig sein, aber irgendwann will eine Frau wie Bella doch nicht neben so einer reichen Hühnerbrust wie Tristan aufwachen, sondern neben so einem fitten Turnschuh wie mir. Da wäre ich mir nicht so sicher. Einem fitten Turnschuh, der 100 wird. 100? Na, mindestens. Ist das jetzt eine Drohung? Wo willst du hin? Der Turnschuh geht sich jetzt ein paar Schnürsenkel besorgen. Du, müsste es nicht eigentlich ein Neunbeiner sein? Schatz, na endlich. Sag mal, hast du die Schilbe? Super, perfekt. Dankeschön. Was ist es mit der Mitarbeiterkette? 5 Minuten. Alles okay? Bist schwer im Stress wegen der Mondschau, hä? Aber vielen Dank, dass du es dennoch geschafft hast, die Chili-Paste zu organisieren. Du bist halt die Beste. Emilio. Emma? Hallo, Martha. Na? Emilio, endlich gehst du ran. Du, sag mal, ist es gerade wichtig, weil ich bin gerade so im Stress. Kim weiß Bescheid. Über was weiß sie Bescheid? Na, über was wohl? Emilio? Hallo? Hast du mich verstanden? Kim, Du bist so ein Arschloch. Ich lass mich scheiden. Mist. Du hast mir ein geklautes Kleid untergeschoben. Mann, ich wollte es dir doch erklären, aber du hast mich nicht zu Wort kommen lassen und du warst so begeistert. Weil ich dachte, dass es dein Entwurf ist. Jetzt weiß ich auch, warum du ihn mir wieder ausreden wolltest, Rebecca. Ja, eben. Aber du hast es nicht richtig gestellt. Und soll ich dir sagen, wieso? Weil du bei jedem deiner Entwürfe total versagt hast. Ich dachte, mit diesem Kleid hier hättest du einen Coup gelandet, aber du hast es einfach nur geklaut. Nein, das habe ich dir doch gerade versucht zu erklären. Es wäre perfekt gewesen. Tut mir leid. Ich habe dir vertraut. Ich habe auf dein Können vertraut. Aber diese Aktion hier ist eine einzige Kapitulation vor dir selbst. Wir haben da unten eine Show zu stemmen. Mosch ist da und alle unsere anderen Kunden, auch die gesamte Presse. An diesem Teil da habe ich keinerlei Rechte. Und wenn das auffliegt, dann sind wir geliefert. Wir könnten doch vielleicht einen anderen... Hast du mir eigentlich nicht zugehört? Nichts. Wirklich nichts von dir ist annähernd so gut. Wir brauchen ein Finalkleid. Nehmen wir eins von Juris. Willst du dich auch noch beschweren? Hey, Was hast du denn da? das ist ab morgen mein Frühstück. Die Selleriestangen werden zum Beispiel mit O-Saft püriert. Warum? Aus Gründen, die dir irgendwann noch einleuchten werden. Aha. Entschlackungstee. Ja, findet man am Morgen in meiner Thermoskanne statt der üblichen heißen Schokolade. Du hast heiße Schokolade in deiner Thermoskanne? Früher. Cool, hatte ich auch, als ich 9 war. Ja, und jetzt bin ich 30. Bald irgendwann 100. Okay. Du, das wirst du nicht glauben, das ist wirklich der Oberhammer. Außerirdische haben Tristan entführt und sein Gehirn gegessen? Fast. Tristan läuft heute für LCL. Wohin? Über den Catwalk. Als Model? Als Männermodel. Ich habe ja auch gedacht, dass mich sowas Oberflächliches nicht interessiert, aber... Aber das macht dich schon irgendwie an, hä? Ich müsste lügen, wenn ich Nein sage. Ich dachte, du wärst anders.
Ja, ich bin anscheinend doch nur ein normales Mädchen. Ach so, Kickern fällt dann heute leider aus, ja? Ciao. Warum rammst du mir nicht gleich ein Messer ins Herz und lässt mich verbluten? Hallo, hört mich überhaupt jemand? Ey, stopp! Weißt du, wie viele Kilometer ich mit diesem Teil hier gehumpelt bin, nur weil ich dich gesucht habe? Mach doch deine Funke an! Assistentenkanal ist die 6. Warte. 7. Kanal 7. Verdammt, Kim, jetzt warte! Ey, stopp! Nicht, da ziehen sich doch gleich die Models um. Ist alles okay bei euch? Kim, jetzt mach auf und lass uns reden. Ich kann das erklären. Zumindest kann ich es versuchen. Jetzt komm schon. Gott. Kim. Kim, jetzt mach auf. Hey. Du kannst mir bestimmt sagen, was mich hier gleich erwartet. Was? Nein. Christa, der Backstage-Bereich ist hier. Komm. Das Zimmer ist ja sehr originell. Ha, wie schön, dass du es auch mal hergeschafft hast. Der Assistentenkanal ist die 7. Ja, 7. Kim. Was, gerade Emilie? Ja. Die steht vor der Bibliothek. Kim hat sich da verbarrikadiert und das sieht nach einer mittelschweren Ehekrise aus. Kim. Komm schon. Raus da aus dem Kanal. Ein bisschen mehr Funkdisziplin bitte, ja? Es tut mir leid, jetzt mach die Tür auf und lass mich rein, bitte. Hier, zieh dein Headset auf. Ja. Kann bitte mal irgendjemand Emilio aus dem Kaminzimmer werfen? Wenn nötig, holt die Security. Martha! Bitte, reiß dich zusammen. Ach, meine Tasche. Was ist das? Das Finalkleid. Das ist ein Entwurf von Kate. Ich weiß. Das hat das gewisse Etwas. Das ist LCL und es ist endlich mal wieder ein Brautkleid. Da kann ich von Glück sagen, dass ich diesen Entwurf gefunden habe und du auch. Das beweist nämlich, dass du noch kreativ mit Juri mithalten kannst. Rebecca, dieser Entwurf, der wird deine Karriere retten. Das ist dein Segel. Pass auf, das Motto ist Fashionfrei. Mach ein cremiges Gesicht. Gibt's doch gar nicht. Scheiße. Hier, die Playlist hat sich nochmal verändert. Ist dir das klar? Die Playlist hat sich nochmal verändert. Ansgar, wir müssen sprechen. Nein, jetzt. Du solltest einfach mal tief durchatmen. Dass die Sache jetzt geklärt ist, das hat doch auch was total Erleichterndes.
Ganz ehrlich, erleichternd wäre gewesen, wenn wir Kate den Entwurf für das Kleid hätten abkaufen können. Aber so... Aber auch dann wäre das Finalkleid nicht von dir gewesen. Ja, offiziell schon. Und das wäre für dich okay? Nee, Rebecca, das kaufe ich dir nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ich hätte einfach ein bisschen mehr Zeit gehabt, weißt du, mich zu sortieren, mich an neue Entwürfe zu setzen. Mag ja sein, dass du in einer kreativen Krise steckst. Aber du wolltest mit deinem Kopf durch die Wand. Du musst endlich aufhören mit deinen Selbstzweifeln. Hey, vielleicht ist das Finalkleid nicht von dir, aber anderen Teile deiner Kollektion. Und die sind wunderschön. Du solltest wirklich stolz sein. Ja, du hast ja recht. Danke, dass du mich vor diesem idiotischen Fehler bewahrt hast. Ich weiß ja, dass du es noch mehr bereut hättest, wenn ich die Presse für ein geklautes Design lobt. Das hätte dich nur noch mehr verunsichert. Jetzt kannst du wieder nach vorne blicken. Ja. Ich glaube, ich gehe mal wieder rein und kümmere mich um die Vorbereitung. Wir präsentieren ja nicht nur das Finale. Toll, toll, toll. Und, wie ist gelaufen? Wir haben Pastenz gesetzt, der Ort ist wieder frei. Hab ich mein Handy irgendwo liegen lassen? Das lag eben noch da. Aber ist doch super, dann wird er wieder gesund und fit. Ja, das kommt drauf an, ob er sein Leben ändert. Apropos, Turnschuh? Hey, Doc, auch ein Bier? Oh ja, nach einer OP kann ich eins gebrauchen. Und was war mit deinem Plan, dein Leben zu ändern? Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man das Leben nicht ändern kann, sondern das Leben ändert dich. Was soll das bedeuten, blonder, weiser Mann? Das bedeutet, dass ich Männermodels hasse. Und alle Ladies, die auf Männermodels stehen, werden dir nie den sehen, der du eigentlich sein könntest, sondern nur den, der du nicht sein willst, aber der du nun mal bist. Ja. Heißt? Das heißt Prost, Leute. Andi wird der sein, der er immer sein wollte. Und der auch bleiben. Und ein guter Vorsatz, 100 zu werden? Werde ich 99. Soll das ein Witz sein? Ist sie sogar zum Clown zu dämlich, oder was? Kannst dir fürs nächste Mal ein paar Tipps geben. Ansgar, das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen eine Lösung. Das ist ja völlig klar. Nimm irgendeinen Entwurf von Juri Adam als Finalkleid. Auf keinen Fall. Was denn, weil ich ihn zur LCL gebracht habe? Nein, weil wir hier vom Finalkleid sprechen. Da macht man keine Experimente. Die ganze Presse schießt sich darauf ein. Das ist das Bild der Bilder und wir müssen es liefern. Juri hat nichts in seiner Linie, was das kann. Na schön, dann mach irgendeinen Vorschlag. Wollen wir jetzt vielleicht die Archive irgendwelcher Modeschulen plündern, weil jeder dämliche Student mehr drauf hat als seine überbezahlte Kreativlesbe, oder was? Wir haben bereits das perfekte Kleid. Ich hab's Mosch gezeigt. Wie stehen wir denn da, wenn wir es jetzt nicht präsentieren? Schön, ist ja alles klar. Dann kaufen wir eben dieser Nachwuchsdesignerin den Entwurf ab. Das wäre die eleganteste Lösung. Großartig. Hast du irgendeinen Kontakt zu der Frau? Dann kümmere ich mich eben drum. Marlene hat mir ihre Nummer bereits gegeben. Wenn du sie irgendwie weichklopfen musst, erzähl ihr einfach, ich nehme sie nach dem Studium unter Vertrag. Ja, ja. Jeder hat seinen Preis. Ach, eine Frage noch. Was machen wir denn mit unserer kleinen Plagiatorin Rebecca? Weihen wir sie jetzt ein? Nein. Nachher kriegt sie noch Panik und dann könnte es sein, dass ich ihr die Augen auskratze. Frau Lense, gut, dass Sie hier sind. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wir benötigen noch Nachschub von dem Avocado-Dip. Könnten Sie das erledigen? Nein, ich muss die Vorräte im Eiskeller kontrollieren. Bitte, ich kann das nicht machen, weil bitte, ja? Na gut, und dann brauche ich noch eine Anweisung von dir. Hey, hier bist du. Was ist passiert? Du hast gesagt, du hältst die Klappe. Das wollte ich ja. Au. Frau Linse, Sie wollten doch gerade eben noch in den Eiskeller gehen, oder? Ich denke, ich soll dir helfen. Also rein in die Kartoffel, raus in die Kartoffel. So, und jetzt zu dir. Was ist passiert? Kim, sie kam an und diese Fliegenpilzkette. Was für eine Fliegenpilzkette? Kim hat die Fliegenpilzkette in deiner Karre gefunden. Sie kam an, machte eine auf eifersüchtig und ich dachte, Ja, und dann hast du ihr natürlich alles erzählt. ja, ich dachte, dass sie eh schon alles weiß. Gott, das tut mir so leid. Ist auch egal. Ich meine, es ist ja meine Schuld.
Was haben wir für einen Scheiß gemacht? Hast du schon versucht, mit Kim zu... Natürlich habe ich versucht, mit dir zu reden, aber da ist kein Durchkommen. Sie will mich nicht mal sehen. Übrigens, Victoria und Thomas sind gerade im Anmarsch. Die haben mich fast gesehen. Na wunderbar. Geil. Thomas bringt mich um, wenn er mich sieht. Die bringen mich um? Ja, aber ist doch scheißegal, dann gibt's halt ein Massaker. Vielleicht kannst du es mit Kim noch irgendwie mal klarkriegen. Jetzt aber hörst du mir nicht zu. Sie will mich nicht sehen, sie will nicht mit mir reden. Wie soll ich das klarkriegen? Hey, du. Jetzt passt mich nicht an. Ich habe eine Idee. Okay? Komm mit. Ja, und jetzt? Jetzt sprichst du mit Kim. Über Funk. Ja, genau, damit mir alle zuhören können. Nee. Nein, wir haben einen eigenen Assistentenkanal. Da seid ihr ungestört. Versprochen. Ach, hier draufdrücken, ne? Ja. Kim, hier ist Emilio. Kannst du mir bitte kurz zuhören? Ich weiß, das klingt blöd, aber ich wollte das alles gar nicht. Okay, in 5 Minuten geht's los. Wem gehören diese Teile hier? Hey, Kim. Kim, ist alles in Ordnung? Ja. Wirklich? Ja, alles gut. Ich brauche heute deinen 100%igen Einsatz, ja? Das mit deinem Headset stimmt da was nicht. Nee. Rebecca? Ja. Das ist das Allerbeste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und verdammt, ich kann mir die ganze Zeit selber in die Fresse hauen, weil ich gar nicht mal weiß, wie ich das riskieren konnte, dich zu verlieren. Weißt du, ich bin so ein verdammter Idiot. Und glaub mir, wenn ich irgendeine Möglichkeit hätte, es wieder gut zu machen, ich würde alles tun. Hörst du? Alles. Okay, Schuhe holen, Schuhe. So, Leute, die Show geht gleich los. Ist hier alles in Ordnung? Wo ist Martha? Martha! Sorry, ich kann sie überpunkten. Ja, dann mach! Ja. Also, was war denn das noch? Kanal 5? Hallo, Martha, hörst du mich? Hier ist Justus. Ist das Buffet bereits eröffnet? Wieso das? Dieser Herr Mosch schlägt bereits kräftig zu. Oh Gott, für sowas habe ich jetzt echt keine Zeit. Aber... Kanal 9? Hallo, Martha, hörst du mich? Oh, hier ist der Rabertag. Hey, du dieses Kätzchen. Ich könnte noch eine Mitfahrerin auf meiner nächsten Tour gebrauchen. Mist. Das wird gar... Kann mir vielleicht mal jemand helfen? Klar war ich frustriert, dass du auf Königsbrunn wohnen wolltest und nicht mit mir in dem Burritowagen, weil... Mensch, weil der Burritowagen für mich so eine Art Symbol ist, dass wir was aufbauen können, und zwar zusammen. Und als ich dann auf einmal das Bild mit dir und diesen ganzen Lackaffen auf dieser Champagnerparty gesehen habe, da bin ich fast durchgedreht. Ich dachte, das ist deine Welt. Und... Mensch, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber... Ich hätte natürlich wissen müssen, dass du mich niemals betrügst und dir dem mehr Vertrauen schenken müssen. Anstatt so einen unendlichen Scheiß zu bauen. Richtig, Kanal 7. Jessica, Entschuldigung. Ich suche Kim und Martha. Ja, die suche ich auch. Und Kim, die ist in der Bibliothek. Oh, Fruchtgummis, kann ich mir da einen nehmen? Und wenn du mich jetzt hast, also... Dass du mich jetzt hast, das kann ich vollkommen verstehen. Was macht denn Emilio auf dem Kanal? Weißt du, ich hasse mich ja selber dafür, dass ich dich mit Martha betrogen habe. Leo hat Martha gebumst? Vielleicht hat Aska recht und ich habe dich wirklich nicht verdient, aber eine Sache solltest du wissen, Kim, ich liebe dich und wenn du mir noch mal die Chance gibst, werde ich dich nie wieder enttäuschen. Ja. Nie wieder. Kim, jetzt komm schon, sag doch irgendwas. Kim? Die Show geht los. Mach den Kanal frei.
Und? Hast du diese Kate erreicht? Ja, leider nicht, nur die Mailbox. Aber ich versuch's gleich nochmal. Dass sich Tristan wirklich als Model versuchen will? Ja, finde ich auch lustig. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit. Sie sind auch im Textileinkauf tätig? Nee, ich mache in Holz. Forstbetrieb, ja, ist auch eine sichere Sache. Ihre Wälder, sind die in Übersee oder hier im Inland? Glauben Sie, ich steige jedes Mal in den Flieger, wenn ich einen Baum fällen will? Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn. Wir haben uns entschieden, unsere diesjährige Modenschau hier auf Königsbrunn stattfinden zu lassen, weil wir glauben, dass unser Schloss die richtige Atmosphäre für diese Präsentation bietet. Wie Sie bereits der Fachpresse entnehmen konnten, ist uns bereits im Vorfeld eine Sensation gelungen. Wir konnten Juri Adam für LCL verpflichten. Doch trotz aller Provokation, die seine Entwürfe mit sich bringt, mit der klassischen Linie unserer fantastischen Designerin Rebecca von Lahnstein bleibt LCL das, was es immer war. Die Speerspitze zeitgenössischer Eleganz. Und weil wir selbst so begeistert von diesen beiden Linien sind, konnten wir es auch gar nicht erwarten, Ihnen die neuesten Entwürfe zu präsentieren. Ja, und deswegen haben wir uns entschieden, uns schon 3 Wochen vor allen anderen Modelabels zu präsentieren. Ja, bevor ich jetzt der Mode das letzte Wort überlasse, möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, mich bei der besten Geschäftsführerin zu bedanken, die man sich nur vorstellen kann. Meine Damen und Herren, Tanja von Lahnstein. Danke, Ansgar, vielen Dank. Ich möchte mich natürlich auch bei dir für deine Unterstützung bedanken und für dein Engagement, was du mir jederzeit entgegenbringst. Genug der langen Vorrede. Ringfrei zur ersten Runde unseres LCL Fashion Fights. Richtig cool. Nicht so steif wie die anderen Klamotten. Rebecca's Sachen sind nicht steif, die sind klassisch, Papa. Nicht so ein Waldschrat. Was meinst denn du, Mama? Kannst du mir mal helfen? Es ist so heiß. Das ist mein Freund und mein Bruder. Wer soll das denn anziehen, sowas? Ja, und diese Idee des Kampfes, also das ist wirklich großartig. Eleganz gegen den Terror der Gegenwart, wunderbar. Ich habe schon befürchtet, dass ich die Handschrift von Clarissa von Anstetten vermisse. Clarissa von Anstetten vermissen, na. Das wäre verwunderlich. Alles okay, Mama? Ich glaube, das Baby drückt dir auf die Blase. Wie es aussieht, kommt unser neues Konzept an. Wir sind immer ein gutes Team, Ansgar, solange wir nicht gegeneinander kämpfen. Jetzt kann uns eigentlich nur noch Kate ein Bein stellen. Ich geh mal telefonieren. Komm mit. Ist man hier nirgendwo gestört. Jetzt mach's nicht so spannend. Was hat sie gesagt? Ja, nichts. Das ist ja das Problem. Ich kann die Tante nicht erreichen. Ansgar, ich brauche diese verdammte Einwilligung. Und das am besten vor dem Finale. Das ist mir klar, Tanja. Es könnte nur ein bisschen knapp werden. Hast du einen Plan B? Ja. Ja, wir zeigen das Kleid. Was, ohne die Rechte dran zu haben? Bist du irre? Was habe ich denn für eine Wahl? Die Show läuft perfekt. Und wenn wir nicht wollen, dass sie in einem Fiasko endet, dann müssen wir dieses Kleid zeigen. Ja, aber die Rechte im Nachhinein zu bekommen, könnte ziemlich schwierig werden und vor allem teuer. Ich finde das nicht mein Problem, sondern Rebecca's. Sie hat das Kleid als ihres ausgegeben.
Mit anderen Worten, wir lassen sie fallen, wenn es hart auf hart kommt. Ja, darauf kannst du Gift nehmen.